Jeden Tag scrollst du durch Posts, Videos, Kommentare, Nachrichten. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass die Meinungen dahinter, die dich erreichen und die dich beeinflussen, gar nicht real sind? Was ist, wenn ein riesiger Teil des Internets schon tot ist und du es nur noch nicht bemerkt hast? Das ist keine Science Fiction. Das Internet stirbt nicht, es ist schon lange ein Zombie. Und die Maschinen dahinter haben schon längst viel mehr übernommen, als du dir vorstellen kannst. Das ist die Dead Internet Theory. Hey, und falls du ein echter Mensch aus Fleisch und Blut bist, beweis es. Klick den Abo-Button, lass ein Like da und schreib einen Kommentar. Das ist der beste Test, den ich kenne. Willkommen zur Dead Internet Theory. Eine Idee, die lange als abgedrehte Verschwörungstheorie im Netz rumgeisterte, aber sie wird zunehmend realer. Die Theorie besagt im Kern, dass das Internet, insbesondere die sozialen Medien, immer mehr von automatisch generierten Inhalten geprägt werden und die Konversationen dort auch teilweise nur unter Bots geführt werden. In diesem Video zeige ich dir die vielen Punkte, die für diese Theorie sprechen. Wir schauen uns an, wie KI-Content-Farmen unsere Feeds mit dopaminpumpendem Brainrot-Müll überfluten, wie sie unsere tiefsten menschlichen Emotionen für Klicks missbrauchen und warum die Plattformen das sogar noch fördern. Das ist keine Zukunftsvision, das passiert, jetzt. Und am Ende verrate ich dir noch, ob es überhaupt einen Ausweg gibt. Erinnerst du dich an das alte Internet? Als du vor 20 Jahren den Computer gestartet hast, war da ICQ, du warst auf MySpace, hast deine Seite krass gestylt und die Songs angehört, die andere Leute auf ihre Seite gepackt haben. Wenn du etwas herausfinden wolltest, hast du Foren durchsucht oder bist da sogar in sehr tiefe Rabbit Holes abgetaucht und hast dir Diskussionen durchgelesen, die über Tage, Wochen und Monate gingen. Auch Blogs waren sehr beliebt und hatten ihre Relevanz. Echte Erfahrungen niedergeschrieben, weil die Leute einfach Bock drauf hatten. Es war menschlich, messy, es war real. Heute? Alles fühlt sich glatt an, optimiert, minimalistisch, turboeffizient, dieses Gefühl der Entfremdung, der Leere. Das ist der Nährboden der Dead Internet Theory. Die Idee, dass wir nicht mehr durch ein offenes Fenster zur Welt blicken, sondern auf einem Bildschirm, der uns eine von Konzernen und KIs kuratierte Realität vorspielt. Die Kernthese ist, der Großteil des organischen menschlichen Internets wurde von KI-generierten Content verdrängt, der nur ein Ziel hat: Produkte und Ideologien verkaufen. Und die Daten bestätigen das. Jeder dritte Besuch auf einer Website stammt wahrscheinlich von einem bösartigen Angriffsbot. Es gibt ein Reddit, in dem nur Bots unterwegs sind. Subsimulator GPT-2 zum Beispiel. Scrollt man dadurch, findet man teilweise wirre Diskussionen eines Chatbots, der mit sich selbst spricht. Ja, und sogar Sam Altman schreibt mittlerweile: I never took the Dead Internet Theory that seriously, but it seems like there are really a lot of LLM-run Twitter accounts now. Okay, du denkst jetzt vielleicht, interessante Theorie, aber wo sind die Beweise? Wenn dich das jetzt noch nicht zum Nachdenken bewegt hat, oh, sie sind überall. Und sie sind absolut bizarr. Wir reden hier nicht mehr von simplen Spam-Bots, nein. Wir reden hier von einer neuen Generation von KI-Bots, die dank generativer KI wie Midjourney oder GPT-Modellen selbst zu Content-Erstellern geworden sind. Power-Tool-Toiletten. Eine angebliche Produktkategorie, die von der Seite Inspiring Designs auf Facebook und Instagram mit hunderttausenden Followern beworben wird. Daneben gibt es Cowboy-Hut-Duschen und Pickup-Truck-Kinderwagen. Die Artikel dazu sind sehr wahrscheinlich von einer KI geschrieben, die Bilder von einer KI generiert. Das Ziel? Euch auf Content-Farm-Websites zu locken, die mit Werbung und nutzlosen Amazon-Affiliate-Links vollgestopft sind. Aber das war erst der harmlose Anfang. Richtig berühmt wurde das Phänomen durch ihn hier. Das ist Shrimp Jesus, eine von Dutzenden KI-Kreationen, die auf Facebook-Seiten mit Namen wie Love God and God Love You gepostet wurden. Oft mit dem absurden Zusatz, mit meinen eigenen Händen gemacht. Diese Bots kombinieren wahllos Konzepte Jesus Shrimps unter Wasser, um Bilder zu erzeugen, die so seltsam sind, dass sie Engagement provozieren. Es ist reine maschinelle kombinatorische Kreativität, die auf einen einzigen Wert optimiert ist: deine Reaktion. Bizarrer Content ist eine Sache, aber jetzt wird's richtig düster. Die Bots haben gelernt, was uns Menschen so richtig triggert. Empathie, Mitleid, Emotionen. Die größte Ironie dabei ist, die Social-Media-Plattformen sind keine unschuldigen Opfer. Sie sind Komplizen. Sie sind so designt, dass sie uns möglichst lange auf ihrer Website halten wollen. Dem Algorithmus ist es völlig egal, ob ein Inhalt wahr, ethisch oder von einem Menschen gemacht ist. Er sieht nur die Metriken. Likes, Kommentare, Shares. Und diese KI-generierten emotional manipulativen Posts sind perfekt darin, diese Metriken zu maximieren. Sie sind der ideale Treibstoff für die Aufmerksamkeitsmaschine. Ein Bot erzeugt Inhalte, um einen anderen Bot, den Algorithmus, zu füttern, damit dieser die Inhalte an uns Menschen ausspielt. Ein perfekter geschlossener Kreislauf.
Doch was bedeutet das alles im Großen und Ganzen? Es bedeutet den Tod der Authentizität. Wenn ein großer Teil der Inhalte, die wir sehen, fake ist, wie können wir dann noch irgendetwas glauben? Wenn wir nicht mehr wissen, ob wir mit einem Menschen oder einer Maschine diskutieren, wie können wir dann noch echte Gemeinschaften bilden? Wir ertrinken in einem Meer aus KI-generierten Content-Schlamm. Doch der echte menschliche Content ist immer noch da draußen, nur wird immer schwerer zu finden unter all dem Müll. Und es kommt noch schlimmer. Was passiert, wenn zukünftige KI-Modelle nicht mehr mit echten menschlichen Daten trainiert werden, sondern mit dem KI-Müll, den die vorherige Generation ausgespuckt hat? Sie trainieren an sich selbst. Das Internet verliert den Bezug zur Realität und wird zu einer bizarren, sich selbst referenzierenden Echo-Chamber. Ist das Internet also wirklich tot? Nein, noch nicht. Aber es ist im Koma. Ein Zombie, aber ja, vielleicht können wir das Blatt noch wenden. Wie, ist die Frage. Indem wir auch im Internet bewusster konsumieren, indem wir echte Creator unterstützen, die noch echte menschliche Arbeit leisten. Aber vor allem, indem wir miteinander reden, und zwar als echte Menschen. Und jetzt meine Frage an euch. Was war der absurdeste KI-generierte Inhalt, den ihr in der letzten Zeit gesehen habt? Und habt ihr das Gefühl, dass das Internet noch zu retten ist, oder ist diese Zeit schon längst vorbei? Schreibt eure echten menschlichen Gedanken in die Kommentare. Ich bin gespannt, sie zu lesen. Und wenn ihr mehr solche Deep Dives in die Abgründe des Internets sehen wollt, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Bleibt kritisch, bleibt menschlich. Bis zum nächsten Mal.